Wenn wir in die Welt hinausblicken, dann sehen wir Systeme, die miteinander interagieren. Es ist nicht nur, ja, ich tue das, damit das herauskommt, sondern ich muss immer ein ganzes System betrachten und die systemischen Einflüsse auf dieses eine System, das ich weiterentwickeln will, betrachten. In der Permakultur suchen wir immer nach der Methode, wo wir am wenigsten Energie, am wenigsten Material, am wenigsten Zeit damit verbrauchen, um etwas zu erreichen. Der Peintnerhof ist ein Gelände von 5 Hektar. 3 davon sind Wald und 2 Hektar sind Wiese. Als der vorherige Pächter vom Hof gesagt hat, naja, er mag das jetzt nicht mehr so betreiben und bei uns gleichzeitig oder kurz davor die Idee aufgekommen ist, Hanf experimentell mal anzubauen, nur um zu schauen, wie das so ist und so, ja, ohne große Zukunftspläne. Und so ist das entstanden. Sind wir schon satt, oder was? Wir haben hier ja keine Maschinen. Bei uns machen ja diese Umgrabarbeit die Schweine. Zum einen graben sie den Boden auf, weil sie sich was Leckeres suchen und lockern damit den Boden. Dadurch wird er wasseraufnahmefähig. Dann düngen sie den Boden automatisch. Und die sind also quasi das multifunktionalste Element, das wir hier haben. Ohne diese Schweine hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, es war so hart, der Boden so verdichtet, die Terrassen anzulegen. Die ganze Wiese hat eine Südausrichtung, das heißt, wir haben maximale Sonneneinstrahlung und ganz wesentlich für das Wassermanagement ist der Swale. Beim Swale geht es hauptsächlich darum, dass wir das Wasser, das den Hang herunterrinnt, stoppen, auffangen und langsam in die Erde filtern lassen. Wir haben das so eingesetzt, dass der Swale unser Hanffeld quasi von unten her bewässert. Und jedes Jahr wird dieser Wasserkörper unter dem Swale immer größer und bewässert immer mehr. Das kann auch dazu führen, dass in ein paar Jahren vielleicht eine Quelle irgendwo entspringt, wenn dieses Wasser nämlich auf eine Steinschicht oder Lehmschicht stoßt, dann drückt es das Wasser wo heraus und man hat sogar in Wüstengebieten, Halbwüstengebieten erlebt, dass mit der Verwendung von Swales Gebiete begrünt werden und Quellen entstehen. Der Hof war 20 Jahre lang verlassen und in diesen 20 Jahren ist das Dach von diesem bestehenden Haus zusammengefallen. Es ist Wasser hereingekommen und wie das dann halt so ist, es ist einfach von oben bis unten durchgemorscht. Wir haben Gutachten eingeholt, es ist aber außer dem wirklich alten Stall, der aus Steinen besteht, da nichts zu retten. Und es ist aber in dieser Klimazone nicht möglich, ein Lehmhaus zu bauen, so wie ich es in Mexiko gemacht habe, dass es ohne Heizung oder ohne Kühlung auskommt. Daher braucht es einen anderen Zugang. Und das, was hier angebracht ist aus dieser Perspektive, ist eben das Earthship.
Ein Herr Reynolds aus Amerika hat dieses Konzept in den 60er, 70er Jahren erfunden. Ihm ging es damals total darum, autark zu leben, keine Heizung zu brauchen, keine Kühlung zu brauchen, unabhängig von welcher Klimazone man ist, mit dem Regenwasser, das vor Ort fällt, den Wasserbedarf abzudecken, energiemäßig selbst alle Energie zu produzieren im Haus, die man im Haus verwendet. Und im Grunde hat dieses Konzept von Reynolds alle Prinzipien drinnen oder bedient alle Prinzipien, die wir in der Permakultur auch für ein nachhaltiges Haus mitkalkulieren. Wenn ich mich nicht im Gegensatz zur Natur wahrnehme, sondern als Teil der Natur, ich bin ein System innerhalb dieses Systems, das mich umgibt, das wiederum aus vielen Systemen sich zusammensetzt, dann wird mir klar, dass mein eigenes Wohl nur im Zusammenhang mit dem Wohl dessen, was mich umgibt, eigentlich sein kann. Ich glaube, es ist den Entscheidungsträgern nicht bewusst, dass es andere Produktionsweisen gibt, dass es andere Formen des Wirtschaftens gibt. So wie das jetzt gesellschaftlich funktioniert, so wie wir jetzt funktionieren, der Stärkere gewinnt und der Größere gewinnt und beutet alles um sich herum aus, meistens auch sich selbst dabei, bis dieses Paradigma, bis diese Denkensweise an ihre Grenzen gestoßen ist. Und ich glaube, dass das heutige System an seine Grenzen stößt und dass es Zeit ist, sich das anzuschauen, zu schauen, welche zivilisatorischen Errungenschaften möchte ich weiter haben, weiter bespielen und was nicht, was brauche ich nicht. Was kann ich fallen lassen, was kann ich mitnehmen und womit kann ich einen neuen Zugang und ein neues System aufbauen. Und ich glaube, dass die Permakultur hier eigentlich ein sehr umfassender, was ja alle Disziplinen betrifft, Ansatz ist. Ich kenne nichts Besseres.